Willkommen bei der Late Night Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf die sogenannte Scheinselbstständigkeit. Oder wie der ahnungsloseste festangestellte Selbstständige sagen würde: Als Selbstständiger bin ich mein eigener Herr. Und in der Firma, wo ich als Selbstständiger vollkommen selbstständig arbeite, habe ich auch alle Freiheiten, die man letztlich nur als Selbstständiger haben kann. Und wie neidisch immer die niederen Angestellten dann gucken, denn ich kann alles machen, denn ich bin ja mein eigener Herr, solange ich mich an die festen Arbeitszeiten meines Arbeitgebers halte. Aber ich bin total selbstständig dabei, mich an dessen Regeln zu halten. Okay, ich muss mein Einkommen dann super oft versteuern und ich darf dann sogar all meine Sozialleistungen selber bezahlen, aber das ist Selbstbezahligkeit, wie ich sie immer wollte. Um Scheinselbstständigkeit verstehen zu können, müssen wir zuerst einmal schauen, was Selbstständigkeit bedeutet. Denn Selbstständigkeit bedeutet, selber für seine Arbeit verantwortlich zu sein. Überraschend, oder? Denn es gibt dann nicht die eine Firma, die einen bezahlt, auch wenn man keine Arbeit anliegt, sondern man ist selber diese Firma. Das kann dann sicherlich zu seltsamen Gesprächen führen, wenn man bemerkt, dass man selber auf der einen Seite ziemlich faul ist, aber auf der anderen Seite nun als sein eigener Chef sich selber die Leviten lesen muss. Am bekanntesten sind dabei Menschen, die sich mit einer Idee selbstständig machen. Das heißt, damit eine eigene Firma gründen. Das kann das nächste Google sein oder das übernächste Facebook. Aber wir in Deutschland gründen meistens eher nicht den nächsten Welteneroberer, sondern sind da viel bodenständiger bei unseren Gründungen. Bodenständig, wie wenn man zum Beispiel so leckere Cupcakes macht, dass man die nicht mehr nur an seine Freunde gegen Geld verteilen will, sondern an echte freiwillige Kunden. Wie bei Pollys Törtchen in Würzburg. Männer machen sich deutlich öfter selbstständig als Frauen, doch die Frauen holen auf. Hallo. Pollys Törtchen wurde vor 1,5 Jahren in Würzburg eröffnet von der Bäckereifachverkäuferin Sabine Hofmann. Cupcakes heißen ihre selbstgebackenen Kuchen mit Cremehauben. Auch Sabine hat einen Geschäftspartner, so wie die meisten Gründer im Bereich Gastronomie. Christoph Lehmann ist gelernter Konditor und Hotelfachmann. Er hat zuvor in einem Berliner Nobelrestaurant gearbeitet und da sogar schon die Bundeskanzlerin bedient. Sein Traum aber war die eigene kleine Backstube, in der er sich verwirklichen kann. Und die Sesamstraße inspirierten Cupcakes sehen auch verdammt lecker aus. Leider nur für die Kinder etwas verstörend, wenn man sie dann isst. Aber eine Schande ist es auch, dass Pollys Törtchen bei Yelp bisher nur eine einzige Bewertung hat. Und dann auch nur 3 Sterne. Dabei lernt man doch schon in der Schule, dass man sich dann doch selber Bewertungen schreiben muss, die aber nur 4 Sterne haben dürfen, denn lauter 5-Sterne-Bewertungen wären zu auffällig. Das ist Millennial 101. Vermutlich ist es auch heute nicht mehr so ein Publikumsmagnet zu sagen, dass man schon Angela Merkel bedient hat. Ich denke, viele haben sie nach 2017 auch aus ihrem Leben gestrichen. So Leute wie Friedrich Merz, der lange mit ihr über Facebook befreundet war, aber auch nur wegen Like for Like. Oder so wie ich es lange in meinem Curriculum vitae unter besonderen Talenten stehen hatte, dass ich sie damals beim Basketball Monster Dunking Contest 2005 deklassiert hatte. Mann, war das eine epische Schlacht. Eine andere Art von Selbstständigkeit, und damit kommen wir auch wieder letztlich zurück auf unser Thema der Scheinselbstständigkeit zurück, ist es freiberuflich zu arbeiten. Also neudeutsch als Freelancer unterwegs zu sein. Denn diese bieten letztlich ihr Wissen und ihr Können an und eben nicht Cupcakes. Denn wenn ein Unternehmen zum Beispiel ein Projekt plant, aber selber dafür keine geeigneten Mitarbeiter hat, dann macht es wenig Sinn, nur dafür einen neuen Mitarbeiter einzustellen. Also werden Freiberufler geholt. Denn diese sind sofort da und besitzen das Spezialwissen, sofort anfangen zu können. Nur immer seltener werden selbstständige Menschen für irgendwelche Spezialaufgaben geholt, die nur von Experten erledigt werden können, sondern immer öfter für ganz normale Jobs, die auch ganz normale Festangestellte machen. Und eben nicht nur bei irgendwelchen Marketingaktionen, sondern Freiberufler werden überall gerne engagiert. Wie hier zum Beispiel als Journalisten beim Hamburger Abendblatt. Auf Scheinselbstständigen lastet ein hoher Druck. Beim Hamburger Abendblatt haben jahrelang feste und freie Journalisten nebeneinander gearbeitet. Dann hat der neue Besitzer die Funke Mediengruppe aufgeräumt und hat das Arbeitsverhältnis mit einigen freien Mitarbeitern nicht fortgesetzt. Das war letztes Jahr und es sind ungefähr 10, 12 Leute.
So genau wissen wir das nicht, weil das eben ja auch Privatverträge sind. Da gibt es keine Auskunftspflichten gegenüber dem Betriebsrat. Und die sind zum Teil recht hart getroffen worden. Also deshalb haben wir davon auch erfahren, weil dann einige Leute einfach das Bedürfnis hatten zu reden. Nach 10 Jahren müssen Kollegen auf einmal gehen. Ohne jede Kündigungsfrist. Sie sind eben frei. Und das ist erschreckend. Denn in den meisten Fällen wissen diese Selbstständigen gar nicht, dass sie sich faktisch in einer Scheinselbstständigkeit befinden. Oder, was noch viel schlimmer ist, wenn sie es sogar wissen, aber auf ihre Jobs angewiesen sind. Das heißt, würden sie dagegen aufbegehren, dann sind sie schneller raus, als Donald Trump seinen Nachnamen buchstabieren kann. Also innerhalb von circa 4 Stunden. Nun stellt sich natürlich die Frage, warum? Warum Freiberufler für Jobs holen, die auch Festangestellte machen könnten? Ist das nicht viel zu teuer? Ist es in den meisten Fällen eben nicht. Denn gerade für Unternehmen sind Freiberufler eine super Kosteneinsparungsmöglichkeit. Ein festangestellter Mitarbeiter verursacht Kosten. Nicht nur, weil er wieder das Internet zum Crashen bringt, weil er sich einen Trojaner bei russenschlampen.org eingefangen hat. Ach ja, und auch sein Rechner. Sondern Mitarbeiter müssen ein Gehalt bezahlt bekommen. Also außerhalb dieser 4,5 Wände. Und dabei muss der Arbeitgeber noch einmal rund 25% zusätzlich für die Sozialabgaben auf den Bruttolohn leisten. Das heißt, ein Mitarbeiter, der sagen wir 4.000 € im Monat verdient, kostet die Firma knapp 5.000 €. Und dabei hat dieser auch noch Anspruch auf Urlaub. Auch nur außerhalb dieser 4,5 Wände. Oder auf Lohnfortzahlung bei Krankheit, gegebenenfalls auch Anspruch auf Urlaubs- und Weihnachtsgelder. Und er darf maximal nur 10 Stunden am Tag arbeiten und besitzt einen Kündigungsschutz. All das haben Freiberufler nicht. Denn selbst wenn ein Freiberufler auch 4.000 € im Monat verdient, muss er oder sie als Selbstständige alle Sozialleistungen selber bezahlen. Während eine Firma einfach nur die Rechnung in Höhe von 4.000 € bezahlt und fertig ist die Laube. Und schon hat man einen eigenen Lohnsklaven. Nun könnten wir nach Berlin schauen zum Bundestag und hoffen, dass es dort besser gemacht wird. Wurde es aber leider noch nicht einmal dort. Nach jahrelangem Streit über eine Scheinselbstständigkeit von Mitarbeitern des Bundestags hat das Parlament inzwischen fast 3,5 Millionen € an Sozialbeiträgen an die Rentenversicherung nachgezahlt. Das sagte ein Sprecher gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Der Bundestag hatte dem Bericht zufolge jahrelang für mehr als 100 Mitarbeiter in der Öffentlichkeitsarbeit und beim Besucherdienst keine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt und sie damit wie Selbstständige beschäftigt, obwohl sie als Arbeitnehmer einzustufen waren. Ein entsprechendes Urteil in einem Musterfall hatte zuvor das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg gefällt und damit der deutschen Rentenversicherung Recht gegeben. Nun könnte man sagen, was soll's? Ein paar wenige bei der Lügenpresse und den Lügnern im Bundestag, heult mal nicht so rum. Dann erst einmal falscher Kanal. Und zweitens, das Ganze betrifft eben nicht nur ein paar kleine Zeitungsredaktionen und den Bundestag, sondern Scheinselbstständigkeit ist bei Unternehmen das nächste große Ding. Und das schon seit fast 20 Jahren. Denn Scheinselbstständigkeit wird fast überall nicht nur gefördert, sondern schon gefordert von neuen freien Mitarbeitern. Lkw-Speditionen arbeiten nach diesem Trick seit langem, auf Kosten der Fahrer. Und wir alle wollen Lkw-Fahrer auf der Straße haben, die Doppelschichten fahren müssen, um mehr Geld zu verdienen. Oder Fahrradkuriere, die unser tolles und vor allem mega exotisches Essen bringen. Die dafür ihre Knochen hinhalten, dass wir ihnen am Ende eine 2-Sterne-Bewertung geben, weil uns der Hummus nicht lecker genug war. Es gab 2017 eine Neufassung vom Paragraphen 611a aus dem BGB, der die Scheinselbstständigkeit neu regeln und definieren sollte. Und wie bei jedem guten Gesetz macht es das genau auch. Oder auch nicht. Je nachdem, wie man es am Ende liest. Dabei wäre es hier mehr als nötig gewesen, endlich Klarheit zu schaffen. Also fassen wir noch einmal zusammen. Den Schaden der Scheinselbstständigkeit tragen zum einen die Selbstständigen, die so doppelt ausgenommen werden, weil sie arbeiten müssen wie Festangestellte, aber eben nicht deren Rechte haben, sowie die Sozialkosten selber tragen müssen. Und auf der anderen Seite sind wir alle wieder einmal die Gelackmeierten. Denn diese Firmen sparen sich mit diesem Trick die Sozialleistungen. Sollten sich diese Menschen also dann am Ende kaputt arbeiten, tragen wir alle die Kosten dafür, aber eben nicht die Verursacher. Und dann bringt es auch leider nichts mehr, wenn, wie bei mir im Lebenslauf steht,
erfolgreich beim Monster Dunking Contest 2005 die Bundeskanzlerin bedient. Und was hat sie da den Ball in den Korb gehämmert? Schade, dass da keine Kameras waren. Auch Fußballvereine sind bekannt dafür, ihre Trainer auf Honorarbasis zu vergüten. Und wollen wir wirklich, dass nun Joachim Löw mit Hartz IV aufstocken muss, nur weil Toni Kroos immer glaubt, dass man im ganzen Spiel den Ball insgesamt nicht länger als 30 Sekunden als Spieler halten darf. Und ich möchte Joachim Löw echt nicht am Bahnhof sitzen sehen mit einem Schild: Für Essen tue ich alles. Wirklich alles. Sogar notfalls den HSV trainieren. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.